Willkommen zum ersten Briefing der dritten Season des SVRC Duo Cups. Das Ziel dieser Serie ist das gemeinsame Üben für die LFM Endurance Rennen, dabei Spaß zu haben und auch das Fahren mit dem Live-Kommentator und gegebenenfalls auch Live-Steward zu erleben. Natürlich hat auch die Meisterschaft der Serie ihren Reiz und man darf auch nicht den Popometer Zweikampfpreis vergessen. Grundsätzlich, wir fahren miteinander und nicht gegeneinander. Das kann sich in vielerlei Hinsichten zeigen. Zum Beispiel, wenn ihr bei einem Überholmanöver den Bremspunkt verpasst und voll in die Kurve reinschießt und dabei das andere Auto die Position abgeben muss, um die Kollision zu verhindern, da wäre es super, wenn ihr die Position wieder zurückgibt und das nächste Mal den Überholvorgang deutlich sauberer und fairer versucht. Zeigt ihr solch ein Verhalten nicht, kann es zu Strafsprechungen kommen, die bei Einsicht aber auch Spielraum für Minderung haben. Ansonsten meidet den Ingame-Chat. Während Quali und Rennen gibt es auch eine allgemeine Chatsperre. Für die Kommunikation dient unser Streiter Motorsport Discord-Server, aber auch hier respektvoller Umgang und keine Konflikte suchen. Bei Verstoß hingegen wird mindestens eine DT-Strafe oder eine 5 Sekunden Post-Race-Zeitstrafe ausgesprochen. Nachrichten von A.Heinz oder E.Akai sind von der Rennleitung. Es kann zur Disqualifikation kommen, sollte ein Fahrzeug eine Gefahr für andere sein und nicht auf Verwarnungen oder sogar Strafen reagieren. Aber diese Disqualifikation sollte nicht als Strafe, sondern als Präventiveingriff gesehen werden, damit das Rennen nicht für einen Großteil der Fahrer zum Beispiel ruiniert wird. Server-Neustarts gibt es nur bei gravierenden Problemen, die mindestens die Hälfte der Fahrzeuge betreffen. Es gibt keine roten Flags oder keine Neustarts wegen Unfällen. Und achtet von Anfang an auf die Entry-List. Wollt ihr während dem Qualifying die Box verlassen, solltet ihr die blaue Flagge beachten, damit ihr kein Auto auf einer schnellen Runde stört. Ist vor euch ein Auto, das auf einer gültigen Runde unterwegs ist, langsamer als ihr, dürft ihr die Runde des Autos nicht beeinträchtigen. Erfahrungsgemäß ist somit ein Überholen kaum möglich. Am besten zurückziehen und für die nächste Runde vorbereiten. Das Zurücksetzen zur Box ist gemäß LFM-Regeln sowohl im Qualifying als auch im Rennen genehmigt. Aber seid vorsichtig, dass ihr das Auto nicht an einer Stelle abstellt, wo ihr ein Hindernis für andere Fahrzeuge sein könntet. Also zum Beispiel nicht gleich hinter der Start- und Ziellinie, nachdem ihr euer Qualifying absolviert habt. Anders als in der LFM sollte in der Einführungsrunde eine berechenbare und gleichmäßige Fahrweise beibehalten werden, damit wir eine realistische Einführungsrunde für den Livestream präsentieren können. Wir empfehlen eine Geschwindigkeit zwischen 50 und 120 km/h. Wie auch in der LFM gilt erhöhte Vorsicht in der ersten Runde, also wirklich. Verliert man im dichten Feld die Kontrolle des Fahrzeugs so, dass das Auto in andere Rennlinien fliegen könnte, sollte man die Bremse zu 100% betätigen und die Fahrt erst wieder aufnehmen, wenn man sichergestellt hat, dass man kein unberechenbares Hindernis für schnellere Fahrzeuge sein wird. Bemerkt ihr einen Unfall vor euch, sollte die erste Reaktion immer das angemessene Verzögern sein. Auf Spa könnt ihr euch auf Höhe Eau-Rouge sowieso merken, ein Auto, das die Strecke verlässt, wird höchstwahrscheinlich wieder auf die Strecke zurückkommen. Gelbe Flaggen bedeuten sowieso Überholverbot und Kollisionen mit stehenden Autos gelten in den meisten Fällen als Regelverstoß. Meidet sonst Divebombs, seid auf den Ziehharmonika-Effekt bei langsamen Kurven gefasst und seid auf die Autos um euch herum aufmerksam. Alle Runde 1 Vorfälle müssen gemeldet werden und auch geahndet werden. Durch die kurze Renndistanz und die breite Steuerung bei uns sollten blaue Flaggen mit mehr Respekt als in der LFM gehandhabt werden. Wir empfehlen, ab einem Abstand von unter 0,5 Sekunden vor der nächsten Kurve von der Ideallinie runterzufahren, das Auto zu verzögern, das schnelle Auto dabei vorbeizulassen und anschließend sich vor der Kurve noch hinter das schnelle Auto zu setzen. Nach wie vor gilt jedoch, dass das schnelle Auto die Verantwortung für den Überholvorgang oder den Überrundungsvorgang hat. Am allerwichtigsten ist es jedoch, dass egal was auf der Strecke passiert, man sich außerhalb der Strecke einig wird und sich mit Respekt und Rücksicht behandelt. Der Duo Cup wird primär von Pitbull TV, also Alex Döring, auf YouTube gestreamt. Also gerne so viele Leute wie möglich zum Zuschauen einladen und lasst uns eine gute, ich werde mit Sicherheit nicht alles abgedeckt haben. Also gerne bei Fragen, Wünschen, Anregung und Kritik auf Discord oder hier melden. Ansonsten sehen wir uns auf der Strecke.